Hallo allerseits. Heute zeige ich ein Preview-Video für Modellbahnfans der Spur 1 im Maßstab 1:32. Für Berichte in Modellbahnfachzeitschriften und für dieses Video habe ich von Märklin leihweise ein Vorserienmuster der Diesellok V320 erhalten. Gemäß Vorbild ist es knapp 72 cm lang. Es besteht fast vollständig aus Zinkdruckguss, Messing und weiteren Metallen und wiegt deshalb knapp 9,3 Kilogramm. Bevor ich jetzt viele Details und auch eine Probefahrt zeige, möchte ich ausdrücklich betonen, dass das hier zu sehende Modell aus der Vorserie stammt. Deshalb hat es optisch und im Funktionsablauf eben noch kleine Mängel. Die Serienauslieferung in 6 Varianten soll voraussichtlich im Herbst 2020 starten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt übrigens bei 2.990 €. Ich komme jetzt zu den Lichtfunktionen des Modells. Zunächst kann man den Maschinenraum in der Mitte beleuchten. Dann kann separat davon der Einstiegsbereich beleuchtet werden, den man auch durchs Oberlicht sieht. Dann noch der Führerstand. Dann gibt es die Dreilichtspitzenbeleuchtung. Die und die Führerstandsbeleuchtung wechseln auch in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung. Normalerweise ist dann hinten rot zugeschaltet, zweimal. Und man kann das auch deaktivieren per Funktionstaste mit 2 Funktionstasten, einmal für die eine Seite, einmal für die andere Seite. Ich habe es jetzt komplett abgeschaltet. Das heißt also, auch wenn ich jetzt auf die andere Fahrtrichtung wieder umschalte, leuchtet zwar jetzt der Führerstand, aber die Spitzenbeleuchtung bleibt ausgeschaltet. Und jetzt schalte ich es wieder ein. Außerdem ist eine Doppel-A-Rangierbeleuchtung aktivierbar, das heißt vorne und hinten dann die Dreilichtspitzenbeleuchtung eingeschaltet. Die V320 hat natürlich wieder gefederte Puffer und der Führerstand 1 ist fein detailliert, das heißt also hier mit Bremsschläuchen, die beweglich sind und mit einer Schraubkupplung vorbildgerecht, die man hier auch aushängen kann und die auch hier noch gefedert ist am Haken, das heißt, das kann man hier auch mal ziehen. Und die kann man auch austauschen gegen eine Telex-Kupplung, die ab Werk hinten schon montiert ist. Es liegt also im Lieferumfang auch eine zweite Telex-Kupplung bei und auch diese ganzen Kleinteile sind ebenfalls beigepackt, falls man auf der anderen Seite dann diese Teile anbringen will. Jetzt sehen wir hier an Führerstand 2 die bereits vormontierte Telex-Kupplung, die sich dank der nicht montierten Kleinteile sehr weit schwenken lässt, damit die Wagen im 1020 mm Radius auch gut durch enge Kurven fahren können. Wenn man die Telex-Kupplung per Funktionstaste betätigt, wird dann auch das passende Geräusch abgespielt. Nun zu einigen Soundfunktionen und die Zeit nutze ich dann auch wieder für Detailaufnahmen. Es gibt ein langes Signalhorn in Abhängigkeit von der Länge, wie lange ich auf die Taste drücke. Dann ein Rangierpfiff. Sanden. Druckluft ablassen. Den Hilfsdiesel einschalten. Und natürlich wieder ausschalten. Dieselkraftstoff tanken. Sand nachfüllen. Eine Zugansage. Nächster Halt, Buchloe. Diese Zugansage ist als Multi-Haltestellenansage programmiert, dass es insgesamt 6 Haltestellen gibt für die Strecke München nach Lindau. Nächster Halt, Kaufbeuren. Nächster Halt, Kempten. Nächster Halt, Immenstadt. Nächster Halt, Lindau. Und wenn man die Fahrtrichtung wechselt, geht es auch wieder rückwärts. Nächster Halt, Immenstadt. Nächster Halt, Kempten. Nächster Halt, Kaufbeuren. Nächster Halt, Buchloe. Nächster Halt, München. Ein Scheibenwischergeräusch. Den Luftpresser.
ein Schaffnerpfiff, ein Lüftergeräusch, ein Umgebungsgeräusch mit typischen Bahnhofsgeräuschen, die Loktüre öffnen und natürlich wieder schließen. Und schließlich gibt es noch als Zusatzfunktion eine Geschichte zum Vorbild dieser V320. 1956 begann die Firma Henschel mit der Konstruktion der mit 23 Metern Länge und 122 Tonnen Gewicht bis heute größten und stärksten dieselhydraulischen Lok Europas. Die 1962 fertiggestellte V320 001 gelangte 1963 als Mietlok in den Bestand der Deutschen Bahn in das BW Hamm. 1965 übersiedelte sie nach Kempten und beförderte vorwiegend schwere Schnellzüge zwischen München und Lindau. Einer ihrer Starzüge, gekuppelt aus dem damals modernsten Wagenmaterial von DB und SBB, bildete der D96 Isar-Rhône. Jetzt noch ein paar Sonderfunktionen. Hinter dem Einstieg befindet sich jeweils im Dachbereich eine Lüftereinheit mit 2 Lüftermotoren, die motorisiert sind und miteinander gekoppelt sind und automatisch bei Fahrbetrieb anlaufen. Man kann sie aber auch jede Einheit für sich, also die vordere oder die hintere, deaktivieren per Funktionstaste. Märklin hat auch 2 Rauchentwicklereinheiten ins Lokmodell integriert. Die eine wird entweder hier oder hier befüllt und die zweite hier oder hier. Der Rauchaustritt erfolgt auch dann aus jeweils diesen 2 Öffnungen und wird auch unabhängig voneinander angesteuert, in Abhängigkeit vom Fahrzustand und in Abhängigkeit von der Geräuschaktivierung. Und das machen wir jetzt auch parallel. Ich habe schon mal das Geräusch eingeschaltet. Wir werden jetzt auch sehen, dass sie sich dann zuerst die eine, dann die andere eingeschaltet werden und auch unterschiedlich intensiv qualmen. Kurz ein Blick unter die Lok. Jedes der beiden Drehgestelle hat seinen eigenen Motor und der Sound dieses Modells wird hier über 2 Lautsprecher abgestrahlt. Das Drehgestell ist in etwa hier gelagert und hier befindet sich im Maschinenraum ein Motor, der dann über einen Kardan zu einem Zentralgetriebe führt, das hier runterführt. Und dann geht es über Kardangestänge hier zu den Achsgetrieben und auch hier zu diesem Achsgetriebe. Für den Einsatz bei 1020 mm Radius lassen sich die vordere Achse und die hintere Achse um etwa 1,5 mm verschieben und die mittlere um 4,5 mm. Außerdem sind alle Achsen hier gefedert in den Kugellagern und zur Stromaufnahme dienen die erste und die dritte Achse eines jeden Drehgestells. Abschließend jetzt noch 2 Fahrversuche auf meiner Testgleismodulanlage. Der erste Fahrversuch ist in der niedrigsten momentan ab Werk voreingestellten Geschwindigkeit. Das sind etwa 50 Sekunden, die die Lok für 1 Meter braucht und das entspricht beim Vorbild etwa 2,3 Stundenkilometer. Die zweite Fahrt ist jetzt mit der Central Station als Fahrstraße programmiert und zeigt die Aktivierung des Geräuschs mit Rauch und die Beleuchtung und auch verschiedene Geschwindigkeitsfahrstufen und auch noch ein paar Nebengeräusche.
Das war's mit meinem Preview-Video von der V320 in Spur 1. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie meinen YouTube-Kanal mal wieder besuchen würden.